Fahrradstätte, fleischfreies Kantinenessen und Förderung von geteiltem Wohnen. Das sind Beispiele für starke politische Maßnahmen für nachhaltigen Konsum. Bedrohen derartige Maßnahmen unsere Freiheit und unser Wohlergehen und werden daher niemals akzeptiert werden? Das jedenfalls wird oft behauptet. Doch was ist an diesem Mythos tatsächlich dran? Was wir aktuell sehen, sind sogenannte schwache Politiken für nachhaltigen Konsum. Sie fokussieren auf Effizienz und Technologie und suggerieren, dass wir die Klimaziele erreichen könnten, wenn wir nur die richtigen Technologien entwickeln, wenn wir nur die richtigen Marktmechanismen einführen und wenn nur KonsumentInnen ihr Konsumverhalten ein kleines bisschen anpassen. Das ist jedoch nicht der Fall. Um Klimaziele zu erreichen und vor allen Dingen ein gutes Leben für alle zu ermöglichen, müssen wir nicht nur anders konsumieren, sondern vor allem insgesamt weniger. Hier kommen starke Politiken für nachhaltigen Konsum ins Spiel. Statt an der Oberfläche zu kratzen, geht es um größere Veränderungen. Darum, die Gründe für zu hohen Konsum anzugehen und so den Gesamtverbrauch zu reduzieren. Was ist also an dem Mythos dran? Bedrohen derartige Politiken unsere Freiheit und unser Wohlergehen? Wir argumentieren ganz im Gegenteil, dass sie uns nicht einschränken, sondern eine bessere und gerechtere Welt für alle schaffen können. Aber warum ist es dann so schwer, als Gesellschaft zu einem wirklich nachhaltigen Konsum zu gelangen? Die Antwort liegt zu einem großen Teil darin, dass unsere Wirtschaft auf Wachstum basiert, auf endloser Expansion, immer mehr Produktion, immer mehr Konsum. Am meisten profitieren davon Akteure wie große Unternehmen und Investorinnen. Und diese haben große gesellschaftliche Macht. Sie gestalten Politik, sie setzen Narrative und sie bestärken die Überzeugung, dass mehr Konsum gleichzusetzen wäre mit Wohlergehen. Das ist der Grund, warum letztlich nur schwache Politiken für nachhaltigen Konsum umgesetzt werden, die die Menge des Konsums insgesamt nicht antasten. Aber die wirtschaftliche Seite ist nicht alles. Konsum ist insbesondere auch von sozialer Bedeutung. Menschen nutzen Güter, um ihren sozialen Status auszudrücken. Andere kaufen, um mit Stress und Unzufriedenheit fertig zu werden. Eine Einschränkung von Konsum fordert daher nicht nur Unternehmen und InvestorInnen heraus, sondern auch tief verwurzelte Vorstellungen von Wohlergehen und Freiheit. Darin gründet sich letztlich der machtvolle Mythos, dass eine engagierte Politik für nachhaltigen Konsum unsere Lebensweise bedrohen würde. Doch welche Folgen hat dieser Mythos? Den Begriff Nachhaltigkeit hört man ständig. Er taucht auf Verpackungen auf, in politischen Reden, genauso wie in der Werbung für die neuesten E-SUVs. Trotzdem schreiten Klimawandel, Umweltzerstörung und die Zunahme sozialer Ungleichheit weiter voran. Schwache Konsumpolitiken zementieren den Status quo. So recyceln wir zwar immer mehr, aber der globale Ressourcenverbrauch steigt trotzdem. Regierungen reden über Nachhaltigkeit, vermeiden aber Maßnahmen, die die Macht der Konzerne tatsächlich einschränken könnten. Statt zum Beispiel durch umfassende Investitionen in Fahrradinfrastruktur und öffentlichen Nahverkehr die Mobilitätswende tatsächlich voranzutreiben, wurde das Feld in Deutschland weitestgehend der Autolobby überlassen. Das Ergebnis? Überdimensionierte E-Autos und eine Unterversorgung an Ladetechnologie. Für die meisten Unternehmen ist Nachhaltigkeit mehr ein Marketinginstrument als eine tatsächliche Verantwortung. Diese wird stattdessen auf einzelne KonsumentInnen abgewälzt. Sie sollen bessere Konsumentscheidungen treffen und so Verantwortung für ökologische Krisen übernehmen, auf die sie als Einzelperson nur sehr begrenzt Einfluss haben. Der Mythos, dass starke Konsumpolitiken die Lebensqualität beeinträchtigen würden, führt also dazu, dass vermeintliche Nachhaltigkeitsbemühungen paradoxerweise gerade die Nicht-Nachhaltigkeit aufrechterhalten. Echtes Wohlergehen rückt dagegen weiter in die Ferne. Die Überzeugung, dass unbegrenzter Konsum mit Freiheit und Wohlergehen gleichzusetzen wäre, ist gesellschaftlich stark verankert. Diese Überzeugung ist aber nicht zu trennen von einem ökonomischen und sozialen System, das Wirtschaftswachstum über menschliche Bedürfnisse stellt. Schaut man aber genau hin und stellt Bedürfnisse in den Mittelpunkt, dann wird deutlich, dass gut konzipierte Maßnahmen für nachhaltigen Konsum gerade für Wohlergehen sorgen und gleichzeitig die Umwelt schützen können. Das wollen wir an 5 Punkten deutlich machen. Lebensqualität bedeutet zuallererst, dass grundlegende Bedürfnisse wie Nahrung, Gesundheit und Gemeinschaft hinreichend erfüllt werden.
Diese universellen Bedürfnisse teilen alle Menschen gleichermaßen. Eine starke Nachhaltigkeitspolitik richtet sich daher an ihnen aus. Ein Beispiel für eine solche Politik ist das Berliner Pilotprojekt Kostenloses Schulessen für Grundschüler. Ziel ist es, allen Kindern, unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern, Zugang zu gesunder und nachhaltig produzierter Ernährung zu bieten. Diese Art von Politik hat nicht nur ökologische Vorteile, sie leistet auch direkt einen Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit. Freiheit ist mehr als eine unbegrenzte Wahlmöglichkeit. In der öffentlichen Debatte wird der Begriff oft mit der Möglichkeit gleichgesetzt, jederzeit alles kaufen zu können. Das ist jedoch ein sehr eingeschränktes Verständnis von Freiheit. Freiheit als menschliches Grundrecht bedeutet vielmehr Handlungsfähigkeit. Die Fähigkeit, entsprechend eigener Werte zu handeln und so zum Gemeinwohl beizutragen. Starke Politiken für nachhaltigen Konsum sind gerade darauf ausgerichtet, dass wir unsere persönliche Freiheit ausüben können, um Gemeinschaft und Gesellschaft mitzugestalten. Dies kann beispielsweise in gemeinschaftlichen Initiativen, wie etwa in einer solidarischen Landwirtschaft, geschehen. Ein nachhaltiger Wohlfahrtsstaat erhöht die Lebensqualität in der Breite der Bevölkerung. Unsere heutigen Sozialsysteme sind von Wirtschaftswachstum abhängig und fördern Konsum. Das schadet nicht nur der Umwelt, es erhält und schafft auch Ungleichheit. Stark nachhaltige Sozialpolitiken dagegen können die Umwelt schonen und Menschen bieten, was sie brauchen. Wenn Bedürfnisbefriedigung im Zentrum von solchen Politiken steht, dann liegt etwa eine universelle Grundversorgung in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Verkehr nahe. Nehmen wir konkret Mobilitätsbedürfnisse und den öffentlichen Nahverkehr. Wenn Bus und Bahn gut ausgebaut und kostengünstig sind, dann werden sie von mehr Menschen genutzt, wodurch wiederum die gesellschaftliche Abhängigkeit vom Auto sinkt. Diese Art der ökosozialen Wohlfahrt verbessert die Lebensqualität und reduziert Emissionen. Maßnahmen werden akzeptabler, wenn bestimmte Hindernisse beseitigt werden. Kosten, Komfort, kulturelle Normen. Menschen lehnen starke Politiken für nachhaltigen Konsum oft aufgrund derartiger Bedenken ab. Wenn wir jedoch nachhaltige Handlungsoptionen praktisch, erschwinglich und zugänglich gestalten, steigt also auch die Akzeptanz. Forschung zeigt, wenn beispielsweise eine pflanzliche Ernährung leicht gemacht wird und die Bahn attraktiver ist als das Flugzeug, nutzen Menschen diese Handlungsoption noch eher. Schließlich bleibt festzustellen, Fragen des Konsums und des Lebensstils werden immer kontrovers diskutiert. Doch ein Problem ist es nicht, im Gegenteil. Konflikte und Kontroversen sind unerlässlich für echten Wandel. Starke Politiken für nachhaltigen Konsum stellen in Frage, wer aus welchen Gründen Macht hat und warum wir an bestimmten tief verwurzelten Überzeugungen festhalten. Das führt zwangsläufig zu Meinungsverschiedenheiten und Widerständen. Wenn es nun darum geht, gemeinschaftlich Lösungen zu finden, kann eine zu starke Ausrichtung auf Konsens dazu führen, dass Menschen ausgeschlossen werden und Konflikte verschleiert werden. Um Wandel dagegen fair und nachhaltig zu gestalten, brauchen wir offene, inklusive und auch konflikthafte Gespräche. Indem wir also soziale Bewegungen und auch kontroverse gesellschaftliche Debatten konstruktiv unterstützen, schaffen wir Momentum, um unsere Gesellschaft nachhaltiger zu gestalten. Nur die Kombination verschiedener demokratischer Praktiken kann einen Wandel ermöglichen, der gesellschaftliches Wohlergehen über Wirtschaftswachstum stellt. Die gute Nachricht ist, Wandel ist bereits im Gange. 2 Ansätze sind besonders zentral, um eine ambitionierte, starke Nachhaltigkeitspolitik zu ermöglichen. Erstens, wir müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen. Politik, Unternehmen, BürgerInnen, zivilgesellschaftliche Initiativen, Universitäten, alle haben ihren Teil beizutragen. Dabei sollten die mächtigsten Akteure vorangehen, anstatt die Verantwortung schlicht auf KonsumentInnen abzuwälzen. Nur indem wir bestehende Machtungleichgewichte erkennen und Verantwortung entsprechend aushandeln und neu verteilen, können wir echten Wandel ermöglichen. Beispiele wie der Klimabürgerinnenrat in Berlin, bei dem geloste BürgerInnen aus verschiedenen sozialen Gruppen gemeinsam mit ExpertInnen Maßnahmen für den Klimaschutz in Berlin erarbeitet haben, gehen bereits in die richtige Richtung. Zweitens, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit müssen miteinander verknüpft werden. Zu oft werden Sozial-, Umwelt- und Wirtschaftspolitik gegeneinander ausgespielt. Initiativen wie die Partnerschaft Wellbeing Economy Governments, der beispielsweise Finnland, Schottland und Neuseeland angehören, zeigen, es geht auch anders.
Regierungen können ihre politischen Prioritäten über BIP-Wachstum hinaus auf ganzheitliches gesellschaftliches Wohlergehen verlagern. In der starken Nachhaltigkeit gehen gesellschaftliche und ökologische Aspekte stets Hand in Hand. Dementsprechend sollten auch starke Politiken für nachhaltigen Konsum auf ihre Integration abzielen. Was nehmen wir also mit? Bestehende Machtstrukturen verhindern echte Nachhaltigkeit und entfernen uns zunehmend von einem guten Leben für alle. Diese Machtstrukturen und damit verbundene Vorstellungen von Freiheit und Wohlergehen stellen starke Politiken für nachhaltigen Konsum in Frage. Durch die Erfüllung menschlicher Bedürfnisse und die Herstellung ökologischer Gerechtigkeit zielen sie stattdessen auf gesellschaftliches Wohlergehen ab, jetzt und in Zukunft.